Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Vielleicht habt ihr diese Situation auch selber schon mal erlebt. Ihr steht vor eurem Auto, drückt auf eure Fernbedienung, so wie ich jetzt gerade, und merkt, da passiert nichts. Dann geht ihr zum Auto, versucht es nochmal, vielleicht habt ihr euch ja getäuscht und tatsächlich ist das Auto noch verriegelt. Dann stellt man sich natürlich die Frage, ja, wie komme ich jetzt eigentlich in mein Auto rein mit den modernen Schließsystemen? Man hat ja eigentlich nur noch so eine Fernbedienung, da ist ja gar kein Schlüssel mehr vorhanden. Und das zeige ich euch gerne in diesem Video, ist wirklich super einfach. Bevor ich losgehe, ganz kurz mal erklärt, es gibt eigentlich zwei grundlegend verschiedene Schließsysteme bei Mazda. Das etwas ältere System, ich sage immer dieses Fingersystem, erkennt man relativ leicht hier an dieser schlanken Fernbedienung, meistens 2 oder 3 Tasten. Ich habe mal noch ein neues Schließsystem dabei, das zeige ich euch auch gleich noch, wie das geht. Das schaut dann eben so aus, also für beide Kundengruppen haben wir heute was im Video dabei. Wir steigen allerdings jetzt mal mit dem älteren System ein, weil es tatsächlich ein bisschen einfacher von der Handhabung ist. Und wenn ihr jetzt auch in so einer Situation steckt, in der ihr eben nicht ins Auto reinkommt, macht bitte Folgendes. Ich drehe das hier mal ein bisschen zur Seite, also auf den Rücken den Schlüssel. Und vielleicht seht ihr das hier im Video, da ist so eine kleine Plastiknase. Und am besten geht es hier mit dem Fingernagel ein bisschen zur Seite schieben. Und wenn ihr es geschoben habt, hier unten diesen Schlüssel rauslösen. Denn da ist tatsächlich ein richtiges Schlüsselsystem noch in eurem Fernbedienungssystem dabei. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wo muss ich jetzt den Schlüssel eigentlich reinstecken? Ich habe doch gar kein Zündschloss mehr, oder? Ja, das stimmt natürlich, aber ihr habt trotzdem immer hier an der Fahrertür noch ein richtiges Schloss, so wie ihr das eben normalerweise kennt. Und da steckt ihr einfach hier euren Schlüssel rein und ihr dreht den Schlüssel bitte nach rechts. Das hört ihr dann auch schon so akustisch und dann kommt ihr natürlich jetzt hier auch in das Auto rein. Und da gibt es jetzt mal schon gleich einen kleinen Trick, den ich euch sagen kann, wie man sehr schnell unterscheiden kann, ist die Fernbedienung leer oder ist wirklich die Autobatterie leer, denn das ist ganz wichtig, wie es dann eben weitergeht. Wenn die Fernbedienung leer ist, dann werdet ihr, nachdem ihr die Tür geöffnet habt, auch alle weiteren Türen öffnen können. Denn dann aktiviert sich sozusagen die Zentralverriegelung des Fahrzeuges. Wenn die Batterie vom Fahrzeug leer ist, dann würde sich nur die Fahrertür öffnen, die wird mechanisch geöffnet und alle anderen Türen wären noch verschlossen. So könnt ihr also relativ einfach feststellen, was der nächste Schritt ist. Ja? Jetzt zeige ich euch das Ganze natürlich auch nochmal rückwärts. Wenn es jetzt wirklich die Fernbedienungsbatterie tatsächlich leer wäre, dann wollt ihr ja vielleicht irgendwo einkaufen gehen, zur Arbeit fahren. Ihr wollt das Auto natürlich auch wieder verriegeln. Geht natürlich ganz genauso. Da ist mal natürlich nach links drehen. Jetzt wird das Auto verriegelt und natürlich sind dann auch wieder alle Türen zu. So, dann schnappen wir uns gleich mal das neue System. Schlüssel hatte ich euch ja schon gezeigt. Wir drehen den auch mal um. Hier hinten gibt es jetzt keine so eine Nase, die man zur Seite schieben kann. Und bei dem befindet sich jetzt hier unten diese kleine Nase, die ist ein bisschen dezenter noch geworden. Ihr seht es vielleicht hier. Und die muss man auch zur Seite schieben. Und besonders einfach geht es, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet. Ihr müsst die Rückseite, also nicht die Seite mit dem Mazda-Logo, hier nach rechts von euch schieben und gleichzeitig diesen Schieberegler nach links. Ich versuche das mal von der anderen Seite euch möglichst gut zu zeigen. Also ich nehme jetzt hier einfach mit dem Fingernagel diesen Schieber nach rechts, ist gar nicht so einfach. Und dann den Deckel nach rechts schieben. So, hat sich das schon gelöst. Hier befindet sich jetzt eingebettet euer Schlüssel, schön in Silikon, damit es auch nicht klappert. Und dann könnt ihr ganz normal den Schlüssel rausholen. Und eigentlich ist es dann ganz genauso, wie ich es euch bei diesem Auto gezeigt habe. Es gibt nämlich noch ganz viele Modelle, die so ein richtiges Schloss an der Fahrerseite haben. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile auch einige neue Modelle, die das Schloss noch ein bisschen schöner versteckt haben, damit es eben nicht so einfach sichtbar ist. So ein Modell habe ich jetzt hier auch mal für euch. Wie ihr sehen könnt, hier ist also keinerlei Schloss sichtbar. Ich mache jetzt mal den Türgriff auf. Und da seht ihr es, da ist das Schloss also eingebettet. Ihr müsst also diesen Schlüssel einfach hier reinstecken. Bitte den Türgriff natürlich geöffnet halten und hier umdrehen. Das ist eigentlich ganz genauso, wie ihr das gerade auch schon gesehen hattet. Jetzt gibt es natürlich noch eine wichtige Sache zu beachten. Fast alle neuen Fahrzeuge haben eine Alarmanlage integriert. Habt ihr das Fahrzeug mit der Fernbedienung abgeschlossen, so wird sich die Alarmanlage auch danach aktivieren. Macht ihr das Fahrzeug allerdings danach ohne Fernbedienung auf, ist das eine Art Aufbruchversuch. Das heißt, die Alarmanlage wird sich nun gleich aktivieren. Dann erschrickt man natürlich im ersten Moment. Aber das Auto kann natürlich jetzt nicht feststellen, ob ihr jetzt ein Dieb seid, der sich da jetzt einen Dietrich gebaut hat, oder ob ihr wirklich den echten Schlüssel reinsteckt. Das heißt, wenn ich jetzt öffne, Alarmanlage geht an, aber ansonsten das Konzept ist ganz genau das gleiche. Ich setze mich dann rein und zeige euch gleich auch mal, wie man die Alarmanlage ausschalten kann. Dazu braucht ihr die Fernbedienung.
So, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Ich glaube, ihr konntet es nicht richtig sehen, weil der Marcel auf der anderen Seite gestanden war. Deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal. Ich habe mich also reingesetzt ins Auto, habe ganz normal jetzt hier bei dem Automatikfahrzeug die Bremse gedrückt. Wenn ihr ein Schaltgetriebe habt, dann einfach die Kupplung drücken. Also so, wie wenn ihr das Auto wirklich starten würdet. Und was jetzt tatsächlich nicht funktioniert bei einer leeren Schlüsselbatterie, ist, dass ihr einfach den Startknopf drückt, so wie ihr das gewöhnt seid. Sondern ihr müsst so einen kleinen Trick anwenden. Nehmt also euren Schlüssel, haltet den ganz nah an den Startknopf und drückt mit dem Finger den Startknopf oder was ich gerade gemacht habe, was noch einfacher ist, einfach hier mit dem Schlüssel auf den Startknopf draufdrücken, ruhig ein bisschen warten, denn da ist auch noch ein System drinnen, was also komplett ohne Strom funktioniert und daher eben nicht ganz so flott ist vielleicht wie das System mit Batterie. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Quick-Tipp mal wieder einen richtigen Tipp geben für euer Auto, den ihr hoffentlich nie braucht, aber wenn ihr ihn braucht, dann hilft euch dieses Video bestimmt weiter. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da, das würde uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen, das ist immer kostenlos für euch und ihr bekommt immer eine Info, wenn wir ein neues Video für euch hochgeladen haben, aber nur, wenn ihr die Glocke gedrückt habt. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.